Wir sind bei Marc Zirol und ja, da ist er, der Seat Ateca Modelljahr 2021. Heute kam er vom LKW und diesmal in der Modellvariante Experience Diesel mit knapp über 5 Liter Durchschnittsverbrauch und einer CO2-Effizienzklasse Nummer B mit 134 Gramm pro Kilometer. Hier sind wir einmal mit B und hier oben haben Sie nochmal die Daten. Also ein extrem sparsames Fahrzeug, das Sie auf der Autobahn mit 4,7 Liter auch fahren können. Und das mit einem echten Vierradantrieb, den er ja schließlich auch mitschleppt. Ja, ich grüße dich, Marc. Grüß dich, Sven. Servus. So, ich zeige dich mal gerade. Hallo. Wir drehen tatsächlich heute am Montagabend. Du hast mich angerufen, Sie stehen hier. Du musst direkt kommen. Die Folien sind noch drauf. Wir werden es gleich mal entfolieren, das Fahrzeug, und werden Ihnen mal erläutern, was es damit auf sich, unter anderem mit der neuen Licht-DNA. Und diesmal fangen wir direkt mal innen an. Sie können uns noch dieses Video sehen, das ist der neue 2021er FR, da haben wir ein extra Video gedreht. Und der Cupra Ateca 2021, ja. Da haben wir auch ein alle drei heute Morgen gekommen, ganz frisch eingetroffen, und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, den Kunden diese Fahrzeuge zu zeigen. Ja, wir zeigen es mal, vielleicht ein kleines Detail nochmal, bevor wir loslegen. Einmal die Licht-DNA hat sich komplett geändert. Genau, also das sind die neuen LED-Leuchten, die wir jetzt da drin verbaut haben. Und hier sehen wir neue Design-Optiken mit diesen Punkten drin. Wir haben ohne separat noch immer einen Scheinwerfer und haben jetzt sogar ganz neu die LED-Nebelscheinwerfer dann schon. Komplett LED, also komplett. Full LED, full. Genau. Es gibt keine normale Lampen mehr an dem Auto. Hier vorne sieht man, das ist sehr edel gehalten. Das ist ein Allradfahrzeug und es hat diese kleinen Dreiecke mit drin. Genau, diese Dreiecke oder auch hier der Rahmen sind halt bei dem Experience in Chrom gehalten und wirken daher nochmal mehr für Haptik, Optik und Wertigkeit und Luxus. Unten ist es in Grau abgesetzt. Hier vorne sieht man bei dem FR, das ist die sportliche Variante, da ist es komplett schwarz. Und hier sieht man so richtig, wo das Fahrzeug tief anfängt. Das heißt, so dieser Offroad-Allrad-Charakter ist hier nochmal betont. Genau, also das ist die erste Variante, dass man das Offroad mehr heraussticht durch dieses Graue. Das Graue geht dann an den Seitenleisten über die Türen weiter bis zum Heck. Und man findet es an den Heckstoßfängern auch nochmal so rausgeprägt in einer anderen Farbe. Und ganz klar hier sehen wir, dass das auch schwarz gehalten ist und nicht in Wagenfarbe. Obwohl der jetzt schwarz ist, das hier ist nicht lackiert. Hätten wir jetzt hier ein weißes Auto stehen, wäre das hier auch schwarz und das hier auch schwarz. Und das gibt nochmal diesen Offroad-Look mehr. Also hier haben wir keine Wagenfarbe. Das ist eine andere Farbe wie das Metallic. Ja, ich habe viel Chrom. Das ist bei dem FR auch nicht so. Genau. Der ist nicht in Chrom eingefasst. Nein, die Türrahmen und so sind beim FR alles in Mattlack eingefasst und nicht in Chrom. So, das sind so äußerliche Details, aber auch die ganze Front ist komplett umgestaltet worden. Hier sieht man übrigens, der ist so, wie er kam jetzt gerade heute vom LKW. Teilweise haben wir schon ein paar Folien abgezogen, aber im weitesten Sinne ist er noch original. Und wir ziehen mal gerade für euch stellvertretend, das ist übrigens das Heck, da steht Ateca drauf und hier steht nur noch eine 4. Das heißt also, dieses Modell Experience hat hinten eine 4 drauf. Und diese 4 steht für den Vierradantrieb, Vordrive, sprich Allradantrieb. Cool. Ja, Anhängerkupplung ist diesmal mitbestellt worden. Zieh mal bitte ab, stellvertretend für alle Mitarbeiter von Seat. Welch schöne Begebenheit mitten im Sommer, denn wenn es jetzt richtig Winter wäre, wäre es auch gar nicht so leicht abzuziehen. Genau, also im Winter ist das hier schon wirklich ganz andere Hausnummer. Die reißt ständig ein, man muss viel rumpitteln. Also es geht so schon wesentlich besser im Sommer. Jetzt ist das Seat-Logo auch freigelegt. Hier unten sieht man das geschwungene Logo, das neue. Da ist es drauf. Hier habe ich jetzt noch eine Besonderheit. Durch den Vierradantrieb ist der Kofferraum ein Ticken kleiner. Das heißt, er nimmt ein bisschen was weg. Und der Lack ist tatsächlich nicht schwarz. Er ist schwarz, aber er wirkt in der Sonne bläulich. Er wirkt bläulich, hat einen Schimmereffekt drin. Das nennt sich Perleffekt. Und hier nennen wir das Ganze Kristallschwarz Metallic. So, jetzt werden wir die Motorhaube mal entweihen, denn auch die ist eingepackt. Man kann das Fahrzeug natürlich auch so bekommen, da müssen wir es folieren, aber es ist ab Werk foliert, damit es eben nicht beschädigt wird. Genau. Transportschutzfolien sind das und wir können das Auto natürlich so folieren, dann wird es ein bisschen schöner foliert, dass es auch länger hält.
Ich glaube, jetzt ist das Design und auch die Optik noch immer ganz andere, wie wenn die Haube weiß ist. Jetzt sieht man erst, wie schön die Front geworden ist. Das ist ein kleines bisschen runder, habe ich das Gefühl, oder? Oder kommt mir das so vor? Ich würde sagen, ja, es sind verschiedene Kanten, sind abgerundet, gerade in dem Bereich. Aber wir sehen auch hier dann eine andere Designsprache. Das heißt, die Stoßstange wirkt, als wenn sie vorne noch immer so ein Stückchen rauskäme, was bei den Vorgängern nicht der Fall war. Und somit haben wir hier wirklich ein ganz anderes Design als der Vorgänger. Ich zeige es mal gerade. Innen hat sich auch viel getan. Das werden wir gleich mal zeigen. Wir können vorne an der Straße haben wir auch 2 Stück nebeneinander stehen sogar. Neuen und alten. Altes und neues. Sag mal wo. Dass wir das mal gucken können. Ah ja, okay. Das heißt. Und schwarz halt jetzt. Ne? Genau. Aber hier sieht man es. So, das kommt relativ. Das ist die neue Front. Das ist die neue Front hier? Das ist die neue Front, genau. Genau. Und nebendran haben wir die alte. Ist die alte. Das heißt, der kommt ein bisschen weiter vor. Und auch die Scheinwerfer sind wesentlich kleiner gehalten, wenn man die mal sieht, gegenüber dem. Ne? Warte, ich zeig mal gerade. Ich hoffe, ich werde nicht überfahren. Da vorne ist ein Junge, der kommt gerade. Und boah, es ist schon ein krasser Unterschied. Aber das Schöne ist, es ist nicht so hart. Also, dass derjenige, der einen Vorgänger hatte, dann sagt, ich habe ein altes Auto. Sondern die Details, die stechen raus. Ich sag mal so, es ist definitiv ein 2021er Modell auch so zu erkennen. Aber die 2020er und Vorgänger sind trotzdem nicht mit dem alten Auto unterwegs. Nein, auf keinen Fall. Wir sehen natürlich schon, dass die Front ein bisschen mehr in Richtung unserem großen Tarraco geht, was die Designsprache angeht. Das ist halt die Designsprache von den 21er Modellen. Aber wir können auf keinen Fall sagen, dass man mit dem anderen Fahrzeug ein altes Fahrzeug hätte. Denn diese Fahrzeuge gibt es nicht in Masse, sodass die einen Wertverlust haben, der dann dementsprechend sich auswirken würde. Ja, also das ist jetzt. Haben immer noch alle mit dem alten Modell haben immer noch ein sehr hochwertiges und preisstabiles Auto. Ja, Diesel, wir haben es ja eben gezeigt. B ist die CO2-Effizienz hier in dem Fall. Ihr verkauft immer noch viele Diesel, oder? Ja, also erschreckend. Das war ja mal, als da so ein Konzern irgendwelche Probleme hatte mit dem Diesel, war es da mal ein kleines bisschen ruhiger um den Diesel. Aber mittlerweile verkauft der Diesel sich wieder fast auf Vorherniveau. Wir haben aber auch hier, wir sind ja sehr ländlich geprägt, auch wenn wir jetzt hier in Saarlouis in der Stadt sind, haben wir sehr viele Kunden vom Land. Und da ist der Diesel noch viel verbreiteter, da die Fahrleistung dann wesentlich höher ist, 20, 25, 30.000 Kilometer und auch der Anhängerbetrieb oder so. Und dann ist der Diesel natürlich eine ganz andere Fahrerei. Ja, die Leute fahren ja auch gerne mal nach Luxemburg zum Tanken. Wobei bei 99,9 Cent. Ich glaube mittlerweile, dass dieser Tanktourismus ist auch schon weniger geworden. Und gerade in unserer Pandemiephase, als ja sowieso alles dicht war, dann sind so die Letzten dann weggeblieben. Also ich habe zum Beispiel auch Kundschaft, die dort an der Tankstelle arbeiten, die sind schon ganz schön in Probleme momentan. Ne? Ja, unten sieht man auch, das ist hier ganz anders gehalten. Das heißt, also hier ist es in einem Grau, hier unten ist es in einem Silber gehalten. Das heißt, es kommt viel mehr raus unten, so der Allrad-Effekt. Also dieses Offroad-Design, wie wir eben schon vorne angesprochen haben, geht dann über die Seiten. An der Seitenschwellern sieht man das auch, die sind auch in diesem Silber gehalten, bis hin zum Heck in dem Silber, sodass die sich wirklich klassisch von dem Auto abhebt. Und das ist egal, welche Außenfarbe ich verwende, wird sich diese Kunststoffteile immer optisch abheben. Die Räder sind groß? Ja, wir haben also hier jetzt auch schon, jetzt muss ich gerade gucken, bevor ich was Falsches sage. Wir haben hier auch schon 19 Zoll Felge mit 245 40/19 drauf. Also das ist mit Sicherheit nicht das Standardfelge von diesem Auto, aber alles, was ich jetzt sage, es sind reine Spekulationen. Fahrzeug ist heute Morgen gekommen, ich habe noch keine Fahrzeugrechnung, noch sonstiges. Also das muss ich wirklich passen, das kann ich gar nicht genau sagen dann. So, Anhängerkupplung ist elektrisch, kann man übrigens auch sehen. Beim Cupra Ateca ist die gleiche Anhängerkupplung, richtig? Genau, beim Cupra Ateca ist die gleiche Anhängerkupplung. Da gibt es einen kleinen Schalter in der Mitte, genau, rechts hinten. Hinten rechts, aber da wird der Anhänger nur schneller gezogen. So. Nee, das ist aber sehr praktisch, wenn ich bedenke, dass viele die ja gar nicht abnehmen, weil es nicht so einfach geht. Also genau. Da ist der Schalter. Da ist der Schalter. Jetzt wird es funktionieren, da wir im Bremsmodus sind. Und hier trotz Motor laufen wird das gehen. Und jetzt kann ich es einfach nach oben klappen.
jetzt ist sie weg. Klar, wir haben den Motor mal ein bisschen laufen lassen, Ja. damit die Klimaanlage schon mal vorläuft. Heute sind 30 Grad. Die Klimaanlage ist für spanische Verhältnisse gebaut. Die macht Dampf. Ja, die macht richtig Dampf. Wir haben ja mehrere Einstellungen. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, wir wollen hier nicht die Umwelt verschmutzen, aber unsere Kamera, die geht hier auf Streik wegen der Hitze. Und daher, da wir gleich im Auto filmen, müssen wir da die Klimaanlage ein bisschen anlaufen lassen. So, genau. So, Sound. Kein Klappenauspuff, kein Cupra Ateca vom Sound. Ist ja auch ein Diesel. Ach so. Also da ist mit Klappenauspuff nicht getan, also wird nicht viel rauskommen. Aber das ist eine Kategorie, der soll nicht auf die Soundbasis gehen, sondern eher Offroad-Look. So ist es. Ja, mach mal zu. Man kann 2/3, 1/3 umklappen. Der Schriftzug ist neu, der ist jetzt geschwungen. Unglaublich schön. Und wir gehen mal rein, schauen uns das Ganze an. Sie können übrigens die Innenraumwerte nochmal begutachten bei dem Video vom Ateca FR 2021, was wir gedreht haben. Die Sitze sind alle noch abgedeckt, die kommen so rein. Der ist jetzt wirklich so, wie er kam. Genau, du machst mal gerade die Sitze ab. Sieht man sehr schön. Auch die Ausstattungsvarianten. Zeig mir mal ganz kurz dieses Puzzle, was drauf ist. Da war noch diese eine Puzzle. Genau. Ja. Hier sieht man so ein kleines Memory. Und das ist die Ausstattungsvariante, richtig? Genau, also so, da sind die ganzen Kürzel drauf, wie das Auto produziert wurde. Wenn der Kunde dann die Anhängerkupplung mitbestellt, dann hat die Anhängerkupplung immer die gleiche Abkürzung und dann wird das Auto so produziert. So, hier vorne, das ist übrigens das Design der Tür. Ganz anders, so eine Art Holzoptik, das sieht man hier gar nicht so richtig. Es ist so eine brushed Holzoptik, ganz cool. Also brushed, ich würde auch fast schon nochmal in den verschwungenen Stahlbereich, also ganz neues Design. Wir haben noch keine, also ich habe noch keine Bezeichnung, wie gesagt, die Rechnung ist noch da. Hier vorne sieht man es ein bisschen besser. besser. Da. Also ist so ein Mix zwischen dem Holz und diesem... Da ist aber so eine Maserung drin, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Wir machen mal die Tür zu, da wird es schön kühl. Unten ein Beats-Lautsprecher, das Beats-Soundsystem ist drin. Ja, der hat jetzt Beats-Soundsystem. Ich mach dir mal die Tür zu. Danke. Und was das Allerwichtigste ist, das wird uns gleich mal der Marc erklären. Erstmalig in einem Ateca gibt es jetzt eine Lenkradheizung. Ja. Hat der Marc nämlich gesagt, ich will nie wieder einen kaufen ohne Lenkradheizung. Ist das Serie, oder? Das ist nicht Serie, aber wir haben es endlich endlich möglich, die mitzubestellen. Und ich sagte eben schon im vorherigen Video, gab wirklich Kunden, die haben das als Ausschlusskriterium gemacht, haben gesagt, solange die Autos das nicht haben, müssen wir uns bei einer anderen Marke bedienen. Leider Gottes, aber jetzt können wir es anbieten und es geht und es funktioniert und wir haben Lenkradheizung. Ja, was mir auffällt, wir haben jetzt in 3 Automatikfahrzeugen gedreht, 3-mal DSG-Schaltgetriebe, 7-Gang. Ist Automatik das neue Schalten? Ja, das sowieso. Also ich komme ja oder habe ja viel Rennsport betrieben und früher gab es für mich keine Automatik, sondern nur Schalter. Heute fahre ich mit dem Automatik, mit dem Doppelkupplungsgetriebe sportlicher wie mit dem Schalter. Und daher die Nachfrage, sie haben ja den nächsten Gang schon eingelegt oder den vorherigen und sind dadurch wesentlich schneller. Und ich kann unter Last schalten in der Kurve. Wenn ich das mit einem Schaltfahrzeug mache und die Kupplung betätige, habe ich absolut einen Kraftfluss unterbrochen und das habe ich bei dem DSG-Getriebe nicht. Was krasses ist, wie scharf das Display ist. Zieh mal ab bitte, Folie. Ja, das ist jetzt schon ganz scharf, aber da ist ja sogar noch eine Schutzfolie drauf. Und wenn ich die jetzt mal abziehe, und dann sehen wir wirklich erst, wie klasse dieses Display ist. Und das ist schon klar, es ist kein Kunststoff mehr. Also hier haben wir das neue 8,25 Zoll Display drin, das dann schon in Glasoptik ist. Mit DAB Plus und wirklich einer ganz tollen Optik. Ich krieg's gar nicht richtig scharf. Ich muss mal mal hier, da. Jetzt habe ich es scharf. Ja. Kannst du mal irgendwas machen, wie zum Beispiel hier unten die Fahrmodi mal ändern? Wir haben hier die Fahrmodis. Er zeigt uns dann hier oben quasi an, wie der Fahrmodi umgestellt wird. Wir sind jetzt im Sportmodus gewesen, sind jetzt im Normalen, gehen in den Eco. Wir haben dann darüber hinaus aber auch noch den individuellen Modi, den Offroad-Modi, da es sich hier um ein Allradfahrzeug handelt, und den Schneemodi. Auch das geht nur bei Allradfahrzeugen. Gut, der kommt fast überall durch. Du hast mir gesagt, durch die Elektronik wird vieles viel einfacher. Also ich stelle Sand ein, dann macht er Sand, Schnee auf Schnee. Wir haben die Fahrzeuge, also wir sie auf den Markt gebracht haben, getestet auf einer Offroad-Strecke. Und ich war selbst überrascht. Ich habe mehrere Geländefahrzeuge schon auf Offroad-Strecken getestet. Aber was dieses Auto für Möglichkeiten im Offroad-Segment hätte ich damals wirklich nicht für möglich gehalten. Und das macht er fast eigenständig dann.
Wahrscheinlich 180 Grad Rampenwinkel. Rampenwinkel, dann verschränktes Fahren. Wir haben quasi über eine Rampe gefahren, wo dann der vordere rechte und der hintere linke Rad frei in der Luft waren und trotzdem ist der Vortrieb gegangen. Dann sind wir den Berg runtergefahren über eine rutschige Strecke und über den Bergabfahrassistent hat der das Auto selbst stabilisiert. Also alles Technik, die dieses Fahrzeug drin hat. Ja, schade, dass es kein Schiebedach mehr gibt. Ja, das ist wirklich traurig, denn wir haben hier sieht man so ein angedeutetes Schiebedach. Mach mal auf. Ja, also wir haben hier jetzt das Sonnenrollo. Warte, ich zeig erstmal, wie lang das ist. Ja, das ist ja schier. Das geht über die komplette Länge vom Fahrzeug. Fast. Über die komplette Länge fast. Und wir haben hier wirklich dann jetzt die Luke zu quasi. Jetzt meinen wir hätten hier gar kein Panoramaglasdach drin. Das ist das sogenannte Sonnenschutzrollo. Das kann ich hier drüber auffahren. Jetzt sehen wir die weiße Folie drauf. Die weiße Folie drauf von der Transportsicherung. Und ich muss dich jetzt enttäuschen, ich kann leider das Panoramaglasdach jetzt nicht öffnen, weil die Schutzfolie drauf ist. Aber ich kann dir so viel verraten, das geht bis hierhin auf. Also so weit geht das Panoramaglasdach auf. Du darfst aber eins machen. Du darfst sie jetzt mal abziehen. Ja. Aber trotzdem hoffe ich, dass das Dach aufgeht. Warte. Denn auch hier werden wir jetzt mal die Folie abziehen. Ich hoffe, dass das nicht durch die Transportmodus freigeschaltet ist. Ich lasse das nämlich nicht. Ich lasse das nicht gelten. Marc Zurl einfach filmen, wie er mal die Folie abzieht. Wie geil. Warte, ich filme mich mal von innen. Da ist er. Denn das Dach ist schon ein Hammer, oder? Ja. Das ist riesig. Free Willy, sage ich nur. Befreit ihn von der Folie. Ich glaube, wir gehen noch ein Bier trinken danach. Das kann ich mal dann verdienen. Noch ein kleines Stück, dann haben wir es da hinten. Ja. So, nun, jetzt können wir das versuchen, ob es aufgeht. Ja. Ich gehe mal rein und zeige Ihnen mal, wie groß dieses... Garantieren kann ich es aus dem Grund nicht. Er hat den Transportmodi noch drin. Daher bin ich mir nicht sicher, ob es auffährt, aber wir probieren es. Nein. Nee, geht nicht. Nein, geht nicht. Das ist über den Transportmodus noch gesichert. Okay, ist nicht schlimm, aber ich wollte nur mal die Größe zeigen. Also hier habe ich ein riesen Glasdach. Wenn du mal so lieb bist, das nochmal zumachst, das ist wahrscheinlich ein Rollo hinten, oder? Ja, das ist ein Rollo und das kann ich natürlich individuell stoppen. Das heißt, wenn ich nur die Sonne vor den Kindern hinten schützen möchte, oder die Kinder vor der Sonne, logischerweise. Die Sonne vor den Kindern. So, und so haben wir quasi dann nur bis dorthin zugefahren. Ne? Und ganz zufahren geht natürlich nicht. Du bist böse, ich schütze dich. Ich schütze die Sonne vor dir. Das war ein Versprecherchen. Das ist das 3. Video. Hier oben haben wir noch die SOS-Notruftaste, die ja jetzt Standard ist, die ja gefordert wurde von der Europäischen Union. Und wir haben einen Schraubenschlüssel. Man kann natürlich auch mit Seat dann Kontakt aufnehmen bei einer Panne. SIM-Karte eingebaut. Die ist sowieso mit drin. Das heißt, ich brauche keine extra SIM-Karte, ist eingebaut. So, und da vorne sieht man die ganzen Schalterlein. Ja, was ziemlich cool ist das digitale Display. Ihr bestellt es mittlerweile immer mit. Oder ist hier, glaube ich, Serie sogar beim Experience? Müsste Serie jetzt schon sein bei dem hier. Du hast noch morgen ausgepackt. Du hast extra gesagt, du hast ja gerade gesehen, dass der ist krank, nämlich dein Kollege. Ja, mein Verkaufsleiter. Ich wünsche von hier aus nochmal gute Besserung. Der ist leider Gottes heute nicht dabei, der ist krank. Und der wüsste das jetzt aus dem FF. Und da gebe ich als Chef dann immer gerne das Wort dann weiter, weil dann kann der auch richtig dazu Antwort geben. Aber logischerweise, halt mal nochmal drauf, ich zeig's dir. Er sagt jetzt, die Tür rechts ist auf, wo du eingestiegen bist. Ich mache das weg. Und dann kann ich hier das digitale Cockpit ganz individuell einstellen. Hier ist zum Beispiel der Front Assist, ne, das ACC. Und hier hätte man jetzt quasi das Navigationssystem. Hier sehen wir jetzt einen VW-Kollege ums Eck und vorne unten sehen wir mich quasi, wo er eher anzeigt, das Autohaus Marc Zurl GmbH. Ja, sehr schön. DAB Plus haben wir schon gesagt, ist mit dabei. Tolles Soundsystem mit drin von Beats. Ihr bestellt es, wenn möglich, immer mit, denn die Leute fragen danach. Der Sound ist phänomenal. Hinten in der
Reserveradmulde ist ein Reserverad drin mit eingebautem Subwoofer und das Reserverad aufgrund seiner Masse ist das Gehäuse vom Subwoofer. Genau, also wir hatten anfänglich mal den Subwoofer so eingebaut ohne Reserverad und dann hat sich das schon sehr metallisch angehört und vom Sound her nicht so, wie es jetzt anhört mit dem Reserverad. Quasi das Reserverad ist rumgedreht auf den Kopf und dort ist der Subwoofer eingebaut und gibt damit schönen Klang. Das Lenkrad ist ganz neu, zieh mal bitte ab, das Seat. Es kommt nach vorne raus. Ja, also der Airbag ist jetzt mittlerweile nicht mehr flach gehalten, sondern geht hier so schön nach vorne raus in Richtung des Fahrers. Ich finde das optisch ein ganz klasse Highlight. Das prägt sich hier in diese Linie vom Lenkrad ein, die wir hier haben. Das haben die Designer, finde ich, sehr toll gemacht. Schön. Wir gehen mal raus. Ja, bitte? Noch ganz kurz, dieses 8,25 Zoll Display ist nicht mehr wie früher, dass wir nur eine Anzeige bedienen können. Wir können hier unten über diese Taste 3 Sachen gleichzeitig anzeigen lassen. Das kann man individuell einstellen. Hier sehen wir jetzt, hätten wir links das Navigationssystem, in der Mitte das Radio und rechts das Telefon. Und das alles auf einem Display. Boah, ich bin durch. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Wir haben 20 Minuten und 39. 3 Seat-Modelle haben wir vorgestellt und das bei 35 Grad, kurz nach Geschäftsschluss. Aber das tun wir doch gerne. Ein Dieselfahrzeug, Drehmoment phänomenal von dem. Gut? Das Drehmoment ist mehr als ausreichend. Hier merkt man natürlich dann den Diesel im Drehmomentbereich, vor allen Dingen mit dem Allrad gekoppelt. Also wenn man jetzt hier den vergleichbaren Benziner von der Leistung her holen würde, wäre das Fahrverhalten und die Fahrspaß nicht annähernd so wie mit dem Diesel. Ja, und das in Verbindung mit dem 7-Gang DSG, was ich ja auch bei mir in meinem VW-Bus habe, was schon richtig Dampf macht. Also das ist schon toll. Hubraum vom Motor, hat er 2 Liter? Der hat 2 Liter Hubraum, genau. Also der praktisch der 2 Liter mit 150 PS, das ist übrigens der, wo ich mir habe sagen lassen, der am längsten hält, also der irgendwie auf Laufleistung gemacht ist. Jetzt nicht, dass die mit der hohen Leistung jetzt weniger halten, aber das ist das, was alle haben wollen. 150 PS, 7-Gang DSG, Diesel, der Motor. Das war im Dieselbereich der meistverkaufte Motor auch. Der 2 Liter 150 PS, ja. Ja, Marc Zurl, komm, wir gehen mal schnell raus. Denn da ist er, der Experience von Seat Ateca Experience Modell Variante 2021. Wir gehen mal gerade drum rum, dass Sie noch mal einmal komplett das Fahrzeug sehen. Da steht er jetzt und du hast ihn schon. Ja, wir haben die 3 neuesten Varianten da. Wir haben dann den Experience für den Offroad-Look und das Edle. Wir haben den Formula Racing, den FR quasi dann für das sportliche Design und für die High-Performance-Sportler haben wir dann noch den Cupra Ateca. Den Cupra Ateca. Hier sieht man sie auch übrigens Schwestern und Brüder, naja, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nebeneinander, alle doch ähnlich, aber doch stark unterschiedlich. Auf der linken Seite haben wir ein eigenes Video gemacht, über den FR haben wir ein eigenes Video gemacht, das werden wir auch nochmal quer verlinken. Und hier haben wir, ja, da ist er, der Ateca, der Cupra Ateca mit 300 PS aus 2 Litern. Aus 2 Liter Hubraum, genau. Ja, Marc Zurl, du bist in Saarlouis? Jawohl, wir sind in Saarlouis, der Fasanenallee 48. Und sind in Saarwellingen, das ist 66793 Saarwellingen, in der Karl-Friedrich-Strauß-Straße im Gewerbegebiet John. Ja, du hast so viele Autos, du musst sie verkaufen. Du bist seit 20 Jahren Seat-Partner, aber nicht irgendeiner, sondern einer der erfolgreichsten Seat-Partner Deutschlands. Wir drehen heute im September. Ihr habt nächste Woche zusammen mit ganz vielen Autohändlerkollegen ein Festival, das zeige ich mal gerade, nämlich das Autofestival Saarlouis. Und ich zeige mal was ganz Besonderes. Du hast eine Auszeichnung bekommen, das nennt sich Top Dealer Award 2018 in der Kategorie Sales. Da hast du nichts von gewusst und auf einmal stand es auf der Bühne. Diese Auszeichnung gab es 2018 nur einmal. Die gibt es jedes Jahr einmal und wir waren die das 2018 gewonnen hatten und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Wir leben immer noch weiterhin diese Philosophie und dieses Verkaufserlebnis kann man bei uns jeden Tag aufs Neue erleben. Ja, vielen Dank, Marc. Hier ein Blick in dein Autohaus. Und ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach Saarlouis, wie viele Hunderte bereits zuvor aus ganz Deutschland, die diese Ateca-Modelle, aber nicht nur die Ateca-Modelle, bei Marc Zurl gekauft haben und dem Team. Tschüss, Marc. Tschüss, Sven, mach's gut.